Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal rund um das Thema HeroQuest und anderen Fanmade-Projekten. Ich bin der Markus, der Dungeon Master, und heute wollen wir uns mal über den Content unterhalten, den ihr von den Messen erhalten habt. Das heißt, diese ganzen Goodies, Freebies oder wie man das Ganze auch immer nennen mag, was ihr an einem Hasbro bzw. Avalon Hill Stand erhalten habt. Da gibt es manche Sachen, die man kostenlos erhalten hat, manche aber auch nur in Verbindung mit einem Kauf von einer Erweiterung. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich gewesen, aber um was es sich hier handelt, das möchte ich jetzt mal in diesem Video ein bisschen näher beleuchten. Ich gehe dabei auf die einzelnen Messen beziehungsweise ja, Goodies ein, die es seit dem neuen System gibt, also seit dem 2021er HeroQuest-System. Und ich hoffe natürlich, dass ich da alles mit dabei habe. Ich habe jetzt die letzten 2, 3 Tage noch mal ein bisschen recherchiert, aber ich denke mal, ich bin da jetzt mit allem beziehungsweise ich habe da jetzt alles zusammen. Wenn mir aber doch noch was durch die Lappen gegangen ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werde ich das vielleicht noch irgendwie, naja, nachschneiden wird nicht funktionieren, aber irgendwie noch mal nachholen, ja. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir als erstes mit dem Adventure Design Kit an. Und das Adventure Design Kit hat ja seinen Ursprung in den frühen 90er Jahren. Da gab es auch mal eine Erweiterung, das Adventure Design Kit. Und das war praktisch so aufgebaut, dass man da ein Blanko-Buch der Herausforderung hatte und dazu jede Menge Sticker-Sheets bekommen hatte, die die einzelnen Monstern, Fallen, Möbeln und so weiter und so fort beinhalte. Und damit konnte man praktisch das Buch der Herausforderungen bekleben und so seine eigenen Herausforderungen gestalten. In Indianapolis auf der Gen Con 2022 wurde dieses Adventure Design Kit, so wie ihr es hier seht, kostenlos rausgegeben. In der heutigen Zeit macht natürlich so eine Erweiterung keinen Sinn mehr. Kann man sich alles mittlerweile im Internet selbst kreieren. Aber fand ich einen schönen Zug, dass es da rausgekommen ist und man direkt am Stand auch ein bisschen selbst was gestalten konnte. Das Ganze gab es dann 2023 auch auf der Spiel in Essen und da sah das Ganze dann so aus. Wenn ihr euch dafür einen Workshop habt eintragen lassen, beziehungsweise habt euch da eingetragen, dann konntet ihr an dieser Abenteuergestaltung praktisch teilnehmen und habt dann so ein Blanko-Set bekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die da auch ausgelegen haben, aber ich glaube nicht. Man musste schon an einen dieser Workshops oder so teilnehmen, um so einen Zettel zu bekommen. Gab es aber auch, wenn ich mich recht erinnere, zum Download, ja, auf der Hasbro Pulse-Seite. Ob es den Download noch gibt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber in der Regel hat irgendjemand immer was zur Verfügung, wenn danach doch einer sucht, der sich das gerne mal herunterladen möchte. Schreibt es mal in die Kommentare, aber ich denke mal, da kann euch schon geholfen werden. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Farbe schon angesprochen habe. Hier habt ihr diese braune Farbe. Das war praktisch das ursprüngliche Abenteuer-Design-Kit. Es gab danach nochmal ein blaues. Das kam 2024 auf der GenCon raus. Ist bei uns, glaube ich, nicht gekommen. Zumindest habe ich das nicht so in Erinnerung und habe davon auch keins. Verbessert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und im letzten Jahr 2025 gab es dann noch mal dieses in diesem, ich nenne es jetzt mal grün. Und hier gibt es die Besonderheit, dass wir nicht nur die eine Seite bedruckt haben, sondern auch die Rückseite. Und zwar natürlich mit dem neuen Layout von der Aufbruch. Hier allerdings in Englisch gehalten. Das gab es nicht in Deutsch. Muss dazu auch sagen, die deutsche Ausführung aus dem braunen Abenteuer-Design-Kit, da merkt man auch schon, da ist halt der größte Unterschied schon ein bisschen anders. Also es wurde wahrscheinlich irgendwie kopiert und einfach in DIN A4 ausgedruckt. Ja, reicht auch, aber so viel zu dem Thema Abenteuer bzw. Adventure Design Kit. 3 verschiedene Farben. Braun als erstes, danach kam 2024 auf der GenCon das Ganze diesen blau-lila Farbton und jetzt zum Schluss in 2025 in diesem grünlichen Farbton mit
jeweils Vorder- und Rückseite bedruckt und das Ganze dann natürlich auch für der Aufbruch zugänglich zu machen. Gut, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir machen im zeitlichen Kontext ein bisschen weiter, beziehungsweise bleiben noch in 2022 auf der GenCon in Indianapolis, denn da gab es noch diesen Ausdruck mit den Karten. Das ist jetzt hier kein Original, also stört euch bitte nicht, aber es sah natürlich genauso aus. Das ist jetzt einfach ein Ausdruck. Und, ja, warum hat man das gemacht? Dieses Set ist für die Erweiterung der Eisige Schrecken, also Frozen Horror. Und man hat die ursprüngliche Erweiterung aus den 90ern einfach eins zu eins übernommen in das 2021er System und hat die Erweiterung praktisch auch eins zu eins wieder so rausgebracht. Und die hat natürlich einen brutalen Schwierigkeitsgrad, eigentlich fast nicht zu schaffen. Und dann hat man sich bei Avalon Hill überlegt, hey, wir geben den Helden ein bisschen was mit an die Hand und haben hier nochmal einen Wegbegleiter. Was heißt nochmal? Das ist der erste Wegbegleiter, der es überhaupt ins System geschafft hat, den Wolf, der auch hier diagonal angreifen kann. Und das Ganze noch mit 4 Artefakten, die der Dungeon Master, der Spielleiter, dann entsprechend rausgeben kann und die Helden somit vor ja, Schwierigkeiten in der Erweiterung ähm, schützen beziehungsweise halt auch stärken sollen, ja, damit die da einfacher durchkommen und so den Schwierigkeitsgrad dieser Erweiterung ein bisschen zu senken. Ja, das gab es da auch zuhauf an den Stand, wurde auch relativ teuer auf der eBay entsprechend verkauft. Ja, gut, wie das dann halt immer so ist, ne? Wenn's, um HeroQuest geht, dann gehen die Preise auch ganz gern mal durch die Decke. Das ist aber noch nicht alles, was es in 2022 auf, oder ja doch, auf der GenCon in Indianapolis gab. Es gab noch 3 Poster, die seht ihr bei mir ja immer im Hintergrund, auf dem Tisch stehen. Die blende ich euch jetzt auch noch mal ein. Und hier haben wir die 3 Ausdrucke noch mal. Das war zum einen die Spiegelmagierin, also The Mage of the Mirror, der eisige Schrecken und zu guter Schluss nochmal so ein Standardposter HeroQuest, jetzt nicht von irgendeiner Erweiterung, sondern einfach, ja, ähm, einfach ein Standardbild, ja, wo alle unsere Helden drauf sind, zumindest die Standardhelden. Und auch Mentor. Ja, die lagen auch auf den jeweiligen Spieltischen und konnte man sich dann einfach bedienen und sich dann entsprechend ins Zimmer, ins Büro oder wo auch immer hängen. Wenn wir so ein bisschen in der Zeitleiste bleiben wollen, dann sind wir noch mal im Jahr 2023 und dann gab es diese Würfel hier an der GenCon in Indianapolis, am Stand von Avalon Hill. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen: Markus, diese blauen Würfel, die gibt's doch in der Erweiterung der Eisige Schrecken.“ Das ist richtig. Es gab aber, da wohl eine fehlerhafte Charge und bevor man diese hellblauen Würfel dann schlussendlich vernichtet, hat man sich gesagt, wir geben die am Stand von Avalon Hill aus. Und diese Würfel unterscheiden sich anscheinend vom Farbton leicht, denn sie sind noch ein bisschen heller als die, die der Erweiterung der Eisige Schrecken beiliegen. Ich selbst habe sie nicht, kann dazu nicht viel sagen. Vielleicht hat sie ja einer von euch und kann da vielleicht noch mal das ein oder andere Bild posten, denn so anhand dieses Bildes, was ich jetzt hier habe, kann ich leider nicht, erkennen, ob die jetzt wirklich ein bisschen vom Ton abweichen oder nicht. Es scheint wohl so zu sein, sonst hätten sie keine neuen produziert. Und von daher, die Sammler unter euch, vielleicht, habt ihr das noch nicht in eurer Sammlung und benötigt das noch. Ob man die natürlich irgendwo jetzt noch herbekommt, das kann ich euch nicht sagen. Das ist, denke ich mal, auch ein bisschen ein Glücksfall und da auch die richtigen zu bekommen und nicht unbedingt jetzt, die Originalen aus der Eisige Schrecken kann man so aus der Ferne sicherlich auch nicht so gut beurteilen. Also von daher, ja, die gab es 2023 noch am Avalon Hill Stand. In 2024 angekommen, machen wir doch direkt mit Würfeln weiter. Und da gab es auf der GenCon und auch auf der Spiel in Essen diese gelben Würfel, die Mountain Dew Dice sozusagen. Und ja, die gab es kostenlos am Stand. Ich weiß nicht, wie es auf der GenCon war. Auf der Spiel in Essen war es so, dass man, wenn man an einem Tisch, an einem Spiel teilgenommen hat, dass man da einen Würfel bekommen hatte
und so auch in den Genuss kam, diese Würfel mitzunehmen. Ja, das war das eine, was es in 2024 gab. Gab es so auch nicht mehr zu kaufen. Ich habe eigentlich gedacht, sie bringen die auch noch mal irgendwie so als Zubehör mit, in den Pulsshop oder wo auch immer, aber die haben es leider nicht dahin geschafft. Denn, andere Würfelsets wie das, Dreadwild Dice Set oder das Dschungelset haben sie ja relativ teuer verkauft für 24 € die Dose mit den jeweiligen Würfeln. Von daher habe ich eigentlich gedacht, dass die da auch noch hinkommen. Aber wie gesagt, bisher noch nicht, im Handel erschienen und ja, vielleicht kommen die noch, aber ja, wenn nicht, müsst ihr den Weg über eBay gehen oder andere Kleinanzeigengeschichten und da euer Glück versuchen. Auf der GenCon in Indianapolis gab es auch noch hier dieses Wandering Monster T-Shirt. Ihr seht oben den Aufdruck von Hasbro. Sehr geile Aktion. Habe ich gehofft, dass es das auch in Deutschland oder auf anderen Messen geben wird. Aber das gab es leider nicht. Auch mal wieder ein Unikat. Es gab schon mal ein ähnliches, naja, was heißt ein ähnliches? Es gab schon mal ein Original Hero Quest Shirt in den 90ern. Das sah aber schon ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, das gab es auf jeden Fall nicht kostenlos dazu. Das hat man bekommen, wenn man, ich meine, irgendwie eine Erweiterung oder so gekauft hatte oder einen gewissen Wert überstiegen hatte. Da gab es auf jeden Fall dieses T-Shirt, The Wandering Monster. Und ja, ich hoffe, dass so was wiederkommt und wir da auch mal in den Genuss kommen, uns so ein T-Shirt ja, entsprechend käuflich zu erwerben auf einer Messe oder sei es über irgendeinen Zubehörshop von Hasbro, Puls, Avalon Hill, wen auch immer. Ja. Gut, das war das, was es in oder auf der GenCon Indianapolis gab. Und wir auf der Spiel in Essen haben noch was anderes bekommen, und zwar diesen Button hier mit Mentor drauf. Gab es in der großen Schüssel direkt am Hasbro Avalon Hill stand und konnte man sich bedienen. Da sind etliche über die Theke gegangen, musste man nichts für bezahlen. Konnte man sich entsprechend bedienen und sich das Ganze dann an das Hemd anheften. Das war's für 2024. Komme jetzt ins letzte Jahr nach 2025. Auf der Play in Bologna hat man es als erstes gesehen, und zwar HeroQuest First Light, also der Aufbruch, Promo-Pack oder wie man es auch immer nennen mag, gab es mit dazu, beziehungsweise eine pro Person. Ich weiß nicht, ob es kostenlos am Stand gab oder wenn man das First Light Set mit dazu gekauft hat. Ich meine aber, es gab es kostenlos dazu. Gab es aber auch auf der Spiel in Essen. Und ja, beinhaltet den Hexer in einer grünen Farbe. Hintergrund ist natürlich der, dass wenn man sich der Aufbruch gekauft hatte, dass man natürlich da limitiert ist an den Figuren. Man bekommt ja nur 5 Figuren in der Aufbruch mit dabei. Was heißt nur 5 Figuren? Also 5 richtige Figuren zum Spielen. Die anderen sind ja Pappaufleger. Und die hat man sich überlegt, als Promo, als Giveaway mit dazu zu geben, diesen Hexer in diesem schönen Orkgrün, damit man nochmal eine zusätzliche Figur dabei hat. Genau, gab es auf der Play, dann auf der Spiel in Essen. Ich weiß gar nicht, ich meine, es gab es nicht in Amerika. Nee, meine ich nicht. Kann natürlich aber natürlich noch nächstes Jahr passieren, beziehungsweise dieses Jahr. Schauen wir mal. Gut, das war das eine. Aber in 2025 sollte natürlich noch mehr passieren. Denn auf der GenCon und auch auf der Spiel in Essen gab es nochmal das Poster von The Red and Candle. Hier unser guter Lance Lutendöhl mit seiner Band, ja. Gibt es auch übersetzt auf Deutsch, dann natürlich nicht original, aber schaut da mal gerne bei mir auf dem Discord-Server vorbei. Ja, und dann habt ihr hier praktisch diese Speisekarte, die auch als Giveaway es dazugegeben hatte.
Ich meine, auf der Spiel in Essen sollte man dazu eigentlich was erwerben oder ging es da eigentlich nur um den Schirm? Ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Aber schlussendlich, wenn man nicht am Stand gefragt hatte, zumindest, Entschuldigung, auf der Spiel in Essen, dann hat man dieses Poster auch erhalten. Neben dem Poster gab es auch noch den Dungeon Master Screen für die Krypta der ewigen Finsternis. Habe ich auch schon mal das ein oder andere darüber berichtet. Ja, gab es ursprünglich auf der Spiele in Essen eigentlich nur, wenn man die jeweilige Erweiterung, also die Krypta der ewigen Finsternis, gekauft hätte. Aber auch hier, wenn man nett am Stand gefragt hat, dann hat man den Dungeon Master Screen auch für umsonst erhalten. Auf der Gen Con gab es den, glaube ich, auch ohne irgendwelche Auflagen, also dass man da irgendwas kaufen musste, gab es, glaube ich, auch so mit dabei. Von daher, wenn ihr da noch Interesse habt, schaut auch mal auf den üblichen Kanälen vorbei, beziehungsweise fragt vielleicht bei mir auch mal im Discord nach. Vielleicht hat noch der ein oder andere einen übrig und kann euch den entsprechend abgeben. Ja, das soll es eigentlich im Großen und Ganzen auch erstmal gewesen sein mit den Goodies und mit den ganzen, ja, Sachen, die es da auf den jeweiligen, ja, Messen, kostenlos dazu gibt. Da ist ja manchmal doch ganz brauchbares Zeug dabei. So möchte ich das gerne mal nennen. Aber manchmal auch, sehr kurios, was dann schlussendlich, wenn man nicht in den Genuss gekommen ist, da für Preise, aufgerufen werden auf diversen Portalen. Das ist schon echt der Hammer. Sollte ich irgendwas vergessen haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es in Discord oder meldet euch irgendwie anders bei mir. Die üblichen verdächtigen Kanäle kennt ihr ja. Und von daher bin ich eigentlich jetzt durch mit den ganzen Promo-Sachen und bin mal gespannt, was 2026 da noch auf uns zukommen wird. So, meine Freunde, das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen besseren Einblick, was es denn alles so an den Ständen von Avalon Hill und Hasbro im Rahmen der HeroQuest-Kampagne 2021 in den einzelnen Jahren gegeben hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, wenn mir doch noch was durch die Lappen gegangen ist, schreibt es gerne in die Kommentare und dann lasst uns alle daran teilhaben. Ja, es ist ärgerlich, wenn man doch das eine oder andere gerne haben möchte und nicht zu der jeweiligen Messe fahren konnte, gerade was die GenCon angeht. Ich denke mal, es ist ja nicht ganz so einfach, in die Staaten zu fliegen. Natürlich zeitlicher Faktor und auch Kostenfaktor, der dahinter steht. Wenn jemand von euch vorhat, dieses Jahr auf die GenCon nach Indianapolis zu fliegen, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Vielleicht lässt sich da was arrangieren und könnt das ein oder andere Goodie für mich mitbringen. Das wäre natürlich super. Und dann könnte ich das auch hier im Rahmen eines Videos entsprechend präsentieren. Ansonsten, ja, wenn ihr nicht in den Genuss kommt, das ein oder andere zu besuchen, beziehungsweise da niemanden habt, der euch da was mitbringen kann, dann bleibt meistens nur der Weg über eBay oder Kleinanzeigen und da werden leider sehr hohe Summen für HeroQuest-Content aufgerufen. Leider muss ich dazu sagen. Wobei wir in der HeroQuest-Community ja versuchen, viele Sachen ein bisschen zu verteilen. Also ich habe gerade von dem Dungeon Master Screen habe ich ein paar bekommen, die ich dann in der Community rumgeschickt habe. Oder auch hier von dem Hexer habe ich ein paar an Community-Mitglieder verschickt, genauso wie auch hier das Poster. Habe da was am Hasbro-Stand in Essen mitgenommen und habe es dann ja so gut wie möglich kostenfrei, kostenlos verteilt. Ja. Porto, gut, Porto mussten die Leute dann teilweise selbst bezahlen, aber ich denke mal, das geht dann hoffentlich auch klar. Ja, und von daher, wenn das nicht klappt, dann versuchen wir natürlich in der Community sowas dann auch einzuscannen und dann für alle zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich dann nicht original, das ist logisch, aber ich hoffe damit dann auch dem einen oder anderen die Möglichkeit zu schaffen, sich das Ganze dann auch so entsprechend zu besorgen. Ja,
Da gilt mein Dank natürlich an alle, die daran mitwirken in der HeroQuest Community. Das sind ja zum Glück nicht wenige, gerade auch die Leute, die es mit Photoshop-Skills oder sonst irgendwas drauf haben, solche Sachen dann auch wie diese Speisekarte hier zu übersetzen und dann eins zu eins dann auch detailgetreu dann für uns zur Verfügung zu stellen. Das ist doch echt super und da gilt natürlich auch mein großer Dank. Ja, mein großer Dank würde an euch auch gehen, wenn ihr diesem Video einen Daumen in Richtung der Nordlande dalassen würdet. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Wir sind auf dem Weg der 2000 Mitglieder und ja, das würde mich schon freuen, wenn wir es dieses Jahr irgendwie schaffen würden, diese Marke zu knacken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, haut rein. Ciao.